Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin zurück in Chile. Oh mein Gott, ich bin so excited. Ihr habt jetzt schon wieder eine Weile lang kein Video mehr von mir bekommen. Ich habe es so unterschätzt, wie intensiv die Zeit in Chile wird. Ich dachte eigentlich, naja gut, ich mache halt so ein bisschen was und zwischendrin kann ich dann mal ein Stündchen arbeiten oder so. Ich war nonstop unterwegs, also das soll jetzt auch keine Rechtfertigung sein. Es war auch irgendwie so ein bisschen Urlaub für mich. Ich habe trotzdem sehr viel gefilmt in der Zeit, also es ist nicht so, als hätte ich gar nichts gemacht. Aber ich bin einfach nicht zum Videoschneiden gekommen. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Entsprechend gab es kein neues Video. Aber ich bin zurück und ich habe so viel Material, ich habe so viele Sachen, die ich euch zeigen will. Und wir starten heute mit einem Mitbringsel-Haul. Also, was heißt Haul? Ich zeige euch heute Sachen, die ich geschenkt bekommen habe von meiner Familie und von meinen Freunden. Ich zeige euch heute die Sachen, die ich aus Deutschland mit nach Chile gebracht habe, um sie hier zu verschenken. Und drittens zeige ich euch heute die Sachen, die ich mitgebracht habe aus Deutschland, die mir schon gehört haben. Ich habe ja noch 3, 4 Umzugskartons bei meinen Schwiegereltern im Keller mit alten Sachen von uns und die bin ich mal schnell durchgegangen und habe da ein paar Kleinigkeiten eingepackt und die zeige ich euch auch. Was ich euch in diesem Video nicht zeige, sind die Sachen, die ich in Deutschland gekauft habe für mich. Also alle Sachen, die ich euch heute zeige, sind entweder von anderen Personen, für andere Personen oder nicht gekaufte Sachen. Wenn ihr einen richtigen Haul sehen wollt mit Sachen noch, die ich für mich gekauft habe, also DM-Haul zum Beispiel und auch noch andere Sachen, ich habe zum Beispiel Schuhe gekauft und andere Kleinigkeiten und eben sehr viel vom DM. Wenn ihr das auch sehen wollt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich würde das nur filmen, wenn es euch wirklich interessiert, weil ich eigentlich dieses Konsumismus, wie heißt das noch? Ich weiß es nicht mehr. Dass ich dieses Konsumieren nicht mehr so anheizen will. Ich kann natürlich trotzdem verstehen, wenn es euch interessiert. Mich interessiert es zum Beispiel bei meiner Freundin Carmen auch total, die zur gleichen Zeit in Deutschland war wie ich. Und ich werde mir auch noch anschauen, was sie gekauft hat. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich Sachen für mich gekauft habe. Und ihr wisst ja auch warum, weil einfach viele Sachen hier nicht verfügbar sind oder viel teurer sind. Und deswegen hatte ich natürlich eine Liste mit Sachen, die ich dort besorgen wollte. Auch Sachen, die es einfach hier gar nicht gibt. Und ja, wie gesagt, also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann kann ich euch das auch abfilmen. Aber heute nicht ganz so konsumerorientiert, denn heute geht es eher um Geschenke für mich, für andere und Sachen, die ich schon besessen habe. Und fangen wir vielleicht an mit den Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. Dazu muss ich natürlich sagen, dass meine Familie und Freunde mir natürlich ganz gezielt Sachen geschenkt haben, von denen sie wussten, dass ich sie hier in Chile nicht bekomme. Deswegen sind das alles sehr, wie soll ich das sagen, verbrauchsgutorientierte Sachen oder haushaltsorientierte Sachen, teilweise Drogerie, also wirklich praktische Sachen. Ihr braucht jetzt hier keine Schmuckstücke erwarten oder irgendwie Luxusgeschenke oder so. Also es sind wirklich alles so Hands-on-Sachen. Zuerst habe ich ja meinen Papa besucht mit seiner Lebensgefährtin und da dürfte natürlich dieses Geschenk nicht fehlen. Das ist Bünding Grünpark. Ich bin Team Bünding. Das ist die Ostfriesen-Teemischung, mit der ich groß geworden bin, die mein Papa schon sein ganzes Leben lang trinkt und die ich auch sehr liebe. Und ich bin also wirklich absoluter Bünding-Fan und mein Bünding war inzwischen leer. Ich trinke inzwischen hier in Chile anderen schwarzen Tee, der da lange nicht rankommt. Deswegen bin ich super happy, dass ich jetzt wieder sehr viel Nachschub habe. Das zweite Geschenk war relativ spontan und zwar war ich ja wie gesagt bei meinem Vater, dann bin ich an die Nordsee gefahren. Da habe ich noch was anderes von meiner Schwester bekommen, das zeige ich euch gleich. Aber als ich dann die erste Nacht bei der Lebensgefährtin von meinem Papa war ich im Badezimmer und dachte mir, ich höre Vögel zwitschern, aber irgendwie ist das Fenster zu, irgendwie weird. Und dann irgendwann nochmal, also dieses Vögelgezwitscher ist mir richtig aufgefallen, positiv aufgefallen, aber ich habe nicht so ganz gecheckt, was da los ist. Und irgendwann habe ich dann gezielt darauf geachtet, also ich bin jemand, der sehr auf seine Umwelt achtet und habe gezielt irgendwie geguckt und so und dann habe ich so eine Box entdeckt und kapiert, dass es mit Bewegungsmelder funktioniert. Und dann habe ich sie sofort gefragt, so hey, was ist denn das für eine Box? Das ist ja total krass, das hört sich ja mega gut an und so. Und dann meinte sie, ist ja witzig, dass ihr das aufgefallen ist. Bisher ist es noch niemandem aufgefallen, vor allen Dingen meinem Vater, der seit Monaten bei ihr wohnt. Dem ist es noch nicht mal aufgefallen.
Und zwar ist es eine Zwitscherbox und ich habe gesagt, wow, das ist ja mega cool, richtig nice, was kostet das und so. Und habe gesagt, ja, vielleicht hole ich mir das noch vom Rückflug. Und dann bin ich auf die Insel gefahren und auf dem Rückweg habe ich wieder in Dortmund halt gemacht und dann hat sie mir die geschenkt. Dann ist sie einfach einkaufen gegangen für mich und hat mir die gekauft und das ist die gleiche, die sie auch hat. Also das ist die grüne mit diesem Waldmotiv und das ist der Vogelgesang. Es gibt wohl verschiedene, es gibt wohl auch irgendwie Meeresrauschen oder so. So sieht das Ganze aus. Also das ist einfach so eine Box und wie gesagt, hier vorne ist so ein Bewegungsmelder. Das kann man sich irgendwo ins Regal stellen zum Beispiel. Und das gibt so ein ganz subtiles Vogelgezwitscher, was wirklich mega gut real klingt. Also klingt überhaupt nicht künstlich. Deswegen war ich auch so verwirrt, weil wenn es ein künstliches das war nur der Karton. Wenn es ein künstliches Vogelzwitschern gewesen wäre, dann hätte ich das ja sofort kapiert. Aber ich habe echt irgendwie einige Badbesuche gebraucht, bis ich es kapiert habe. Dann war ich ja oben auf der Insel und habe mich dort mit meiner Schwester Heike getroffen. Und Heike ist die Inhaberin von Wattenduft. Also das ist ihre Seifenmanufaktur, von der ich euch schon öfter erzählt habe. Und ich werde natürlich von meiner Schwester immer absolut ausgestattet. Ich habe wieder 2 neue Duschbojen. Das hier ist die Strandkönigin, das ist das Nordsee-Peeling mit Hagebuttenöl und rosa Zitrusduft. Da ist ein bisschen mehr Sand drin, das peelt quasi ein bisschen. Und das hier ist die Hafenmeister-Duschboje. Und das ist die Duschseife mit Olivenöl und Shea-Butter mit Lycea-Duft. Und die sind an so Kordeln befestigt, die kann man sich dann in die Dusche hängen und es ist halt wie eine Boje. Und ich liebe die, Leute, die halten so unfassbar lange. Die kosten mehr als so ein gewöhnliches Duschgel oder Duschseife aus der Drogerie, aber die halten halt wirklich unendlich lange. Die sind handgemacht von meiner Schwester. Mit Zutaten, die wirklich teilweise von ihr selber gesammelt werden oben an der Nordsee. Ich kann euch das nur empfehlen. Schaut gerne mal auf ihrem Instagram vorbei, da zeigt sie immer ihre neuesten Neuigkeiten, was so in the making ist. Und es gibt ganz bald ein neues Produkt, von dem ich mega, oh mein Gott, mega überzeugt bin. Aber das darf ich euch noch nicht zeigen, weil es ist noch nicht offiziell. Also es wird bald ein neues Produkt geben, das Turmwärter heißt. Oh, und es ist absolut der beste Duft. Oh, ich habe sogar schon 2 davon. Aber ihr könnt es noch nicht kaufen. Aber sie hat mir gesagt, sie sagt mir Bescheid, sobald es dann im Handel, also auf ihrer Seite sozusagen, verfügbar ist. Oh, und dann kann ich euch mehr davon berichten. Aber die Duschbojen, also die gibt es auf jeden Fall schon in verschiedenster Ausführung. Also wenn euch das interessiert, schaut gerne mal bei ihr vorbei. Ich habe es als Schwester natürlich geschenkt bekommen. Dann geht es chronologisch weiter mit meinen Schwiegereltern, die auf jeden Fall auch einiges für uns bereitgestellt haben an Sachen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich hatte jetzt schon so viele Sachen ausgepackt. Okay, eine Sache habe ich mindestens vergessen, aber egal. Ich versuche euch alles zu zeigen, woran ich mich erinnere. Also zuerst mal hat sie, meine Schwiegermutter, für mich meine Zahnpasta besorgt in 4-facher Ausführung. Worüber ich so happy bin, denn ich hatte keine mehr, ich hatte die letzte schon aufgebraucht. Und habe dann jetzt eine Reisegröße von irgendeiner anderen Zahnpasta benutzt. Ich glaube, die hatte ich damals in Kanada gekauft, als mein Koffer verloren war. Und das war so eine Whitening Toothpaste, aber nur so eine kleine Reisegröße. Und die habe ich jetzt die ganze Zeit benutzt auf der Reise und ich habe schon wieder solche Zahnschmerzen, weil ich so empfindliche Zähne habe und ich brauche diese Sensodyne, um zu überleben. Deswegen, ja, 1000 Dank auch dafür. Ich bin so happy, dass ich jetzt wieder ausgestattet bin. Ich werde das auch definitiv heute noch auspacken. Außerdem wurde mir noch was überlassen. Und zwar hat meine Schwiegermutter öfter so Crocs-Schlappen. Und die gehen in der Sonne, also wenn die quasi draußen stehen in der Sonne und es super heiß ist und die Sonne sehr intensiv ist, dann kann es sein, dass sie schrumpfen. Und genau das ist meiner Schwiegermutter passiert. Die sind geschrumpft und passen ihr nicht mehr und haben jetzt meine Größe. Deswegen habe ich die bekommen, worüber ich super happy bin, weil ich jetzt ja auch einen kleinen Garten habe und sie benutzt ihre auch für den Garten. Und dafür sind die einfach perfekt, weil die halt aus Gummi sind und einfach super easy auch abwaschbar sind. Also die kann man einfach draußen stehen lassen, also halt außer wirklich in der krassen Sonne. Wie gesagt, dann gehen sie ein, man muss sie schon in den Schatten stellen. Aber man kann die einfach halt abbrausen in der Dusche oder im Waschbecken und dann sind die auch wieder sauber und sofort wieder trocken. Und das ist halt wirklich das Gute. Das heißt, darüber bin ich auch mega happy. Außerdem habe ich Socken geschenkt bekommen. Ich habe sogar welche gerade an. Und zwar 2 Packungen, glaube ich, oder 3 sogar von diesen Socken. Waren es 2 oder 3 Packungen? In grau, weiß und schwarz auf jeden Fall.
Das sind die Sachen von meinen Schwiegereltern, die ich jetzt gerade noch im Kopf habe. Mein Mann hat auch einige Sachen geschenkt bekommen, aber die zeige ich euch natürlich nicht, weil ihr wisst ja, Privacy und so weiter. Mein Mann ist ja nicht so YouTube-affin. Was ich außerdem von Freunden der Familie geschenkt bekommen habe, waren super leckere Soßen. Die haben aber leider nicht mehr in den Koffer gepasst. Deswegen werden die mitgebracht von den Nächsten, die uns besuchen. Was allerdings reingepasst hat, sind Muffinförmchen. Da habe ich jetzt wieder einen Nachschub. Angeblich gibt es die in Chile. Also mir wurde geschrieben von den Chilenen so, hey, das gibt es doch zu kaufen. Ich persönlich habe noch nie Papier-Muffinförmchen hier in Chile irgendwo gesehen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt wieder Nachschub habe. Weil wenn ich backe, dann Muffins. Vor allen Dingen habe ich so viele herzhafte Muffin-Rezepte, die ich eigentlich mal ausprobieren will. Vor allen Dingen jetzt in der neuen Küche. Oh mein Gott, Leute, habt ihr unsere neue Küche gesehen? Puh, es ist fantastisch. Ich bin so in love. Ich werde aber am Sonntag ein Video über die Küche machen. Also halte die Füße still. Hier ist noch was, was ich geschenkt bekommen habe von meiner Schwiegermutter. Und zwar Compete, ein Blasenstift, weil sie ja auch mitkriegt, dass ich ständig Blasen an den Füßen bekomme von den Schuhen. Inzwischen bin ich der Meinung, dass es vor allen Dingen auch an Chile liegt. Deswegen habe ich auch einige Schuhe aus Deutschland mitgebracht, weil ich weiß, dass mir die Deichmann-Schuhe einfach besser passen. Ich habe anscheinend breitere Füße als der Durchschnitts-Südamerikaner. Jedenfalls hat meine Schwiegermutter nicht gedacht und ich hoffe, dass ich auch meine chilenischen Schuhe jetzt wieder schmerzfrei tragen kann mit diesem Compete Blasenstift. So, dann habe ich mich mit meiner besten Freundin getroffen und die ist inzwischen in die USA ausgewandert, nach Texas und war zufällig zur gleichen Zeit in Deutschland wie ich und sie hat mir auch Mitbringsel mitgebracht aus Texas. Und zwar ist es anscheinend die beste Barbecue-Soße ever. Ich habe sie noch nicht probiert, sie ist noch geschlossen. Es ist die Sweet Baby Ray's Gourmet Sauce, Barbecue Sauce, Award Winning. Also die ist anscheinend mega gut. Wir werden sie kommenden Samstag auf unserer Hauseinweihungsparty auf jeden Fall aufmachen. Und dann hat sie mir noch geschenkt Everything Bagel Seasoning. Das hier ist so ein Gewürzmix für Bagel. Habe ich auch schon aufgemacht und gegessen, als ich bei meinen Schwiegereltern war, auf Brötchen mit Hummus. Und oh mein Gott, das war so lecker. Also das ist auch richtig gut. Weiter geht's mit Sachen von meiner Mutter. Die hat sich handwerklich mal wieder richtig ausgetobt. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an den Adventskalender, den sie mir gemacht hat. Sie strickt und häkelt sehr gerne und sie hat sich mal wieder selbst übertroffen und hat mir wieder so was Ähnliches gemacht. Es ist eigentlich so ein, wie soll ich sagen, gestricktes Wandregal, gedacht für mein Büro, damit ich das benutzen kann für meine Farben. Und eigentlich, ich zeige es euch erstmal, so sieht das Ganze aus. Also es wird aufgehängt an einem Holzstab, da ist bis jetzt nur so ein Bambusstäbchen drin, aber ich kann natürlich auch eine andere Stange reintun. Und das hier, erstmal ist es selbst gestrickt, was schon mal echt krass ist. Ich weiß echt nicht, wie sie das hinbekommen hat. Und dann hat es lauter Fächer. Und zwar sogar 2. Das heißt, hinter jedem Stoffding ist einfach nochmal ein Fach. Also hier vorne ist eins und hier ist nochmal eins, was so heftig ist. Und sie dachte, dass ich damit sehr gut meine Farben sortieren kann, was ja absolut perfekt ist. Das heißt, das wird auf jeden Fall in meinem Büro aufgehängt. Und noch dazu waren in jedem dieser Fächer kleine Geschenke. Die habe ich natürlich rausgenommen, damit ich sie besser verpacken kann im Koffer. Die liegen jetzt hier alle noch neben mir und die zeige ich euch jetzt auch gleich nochmal. Außerdem hat sie mir noch eine riesige Kerze geschenkt, die jetzt aber aus gewichtstechnischen Gründen nicht mehr in den Koffer gepasst hat und die mir auch mitgebracht wird, wenn meine Schwiegereltern mich besuchen. Also, meine Mutter weiß, dass ich sehr verfroren bin und ich hatte sie mal gebeten, mir lange Unterwäsche oder Strumpfhosen zu schicken und sie hat sich da nicht lumpen lassen. Ich habe auf jeden Fall hier schon mal 1, 2 Leggings und nochmal eine Strumpfhose. Dann war noch eine Körperseife drin von Savion. 2 Sachen zum Gärtnern und zwar einmal Pflanzkärtchen. Das muss ich nochmal gucken, was das genau ist. Also das ist so eine kleine Packung mit 80 verschiedenen Kärtchen, wo man was draufschreiben kann. Ich glaube, das ist gedacht zum Reminden für den Garten, also quasi, dass man das Datum draufschreibt, wann man die gepflanzt hat, wo die sind und so weiter und so fort. Und sich die Eckdaten da draufschreibt. Und dann noch was zum Thema Gärtnern und zwar statt Gärtnern pflanzt dir dein leckeres Ernteglück 50 Tipps. Das sind auch so Karten, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, also es sind auf jeden Fall ein Riesenhaufen Karten und so wie ich das sehe, ja, also wir haben zum einen Upcycling-Tipps, Tipps für Obst und Früchte, also zum Beispiel sehe ich hier Heidelbeeren,
Ein Haufen Karten zu Kräutertipps, noch mehr Karten für Gemüse und ganz hinten steht noch besondere Ernten. Ah ja, also zum Beispiel Aloe Vera ist hier dabei, Erdnüsse, wow, Zitronengras, Gujibeeren. Ah ja, und hinten drauf stehen dann die ganzen Tipps, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Mega cool, also auf jeden Fall jede Menge Sachen zum Lernen. Und jetzt bin ich ja auch ausgerüstet mit meinem Garten, deswegen hat sie mir das natürlich geschenkt, damit ich jetzt voll durchstarten kann. Und der Rest der Fächer war gefüllt mit zum einen einer Palette und einen Haufen Farben. Die habe ich alle in eine Tüte getan, natürlich, damit mir da nichts ausläuft, aber toi toi toi. Mir ist auf dem Rückflug nichts ausgelaufen, weder Farben noch Drogerieartikel, Shampoos, Cremes und was ich sonst so gekauft habe. Also habe ich jetzt auch eine Nachschubfarbe. Das waren alle Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. Das Video ist schon ganz schön lang, deswegen würde ich sagen, sputen wir uns ein bisschen und ich zeige euch im Schnellüberblick, was ich an Mitbringseln mitgebracht habe für andere und danach noch, was ich von meinen eigenen Sachen mitgebracht habe. Das eine, was ich mitgebracht habe, ist zuhauf deutsche Süßigkeiten. Und zwar zum einen Sachen, die man halt hier nicht bekommen kann, zum Beispiel so Sanddorn-Teegebäck und Original Haribo. Also diese zwei Sorten habe ich hier in Chile noch nicht gesehen. Und dann zum Beispiel auch Werthes Original, wobei ich inzwischen gesehen habe, dass es die tatsächlich auch hier in Chile gibt. Aber naja. Und dann ein Haufen Sachen von der Nordsee. Und das ist alles so Nordsee-Merchandise, also Sanddorn-Meerestiere, Karolinensieler, Nordseefische, Karolinensieler, fruchtige Seesterne, Kiebitzeier, Möwenschiss, das liebe ich ja besonders, den Möwenschiss. Genau, und dann hier noch so Grüße von der Küste, so kleine verschiedene Schnäpse. Die werden wahrscheinlich dann auch bei unserer Einweihungsfeier nächste Woche verköstigt, beziehungsweise eigentlich schon diese Woche. Genau. Das ist alles zum Thema Essen. Für die Damen habe ich noch Folgendes mitgebracht. Eine Freundin von mir hat sich die Sundance Sonnencreme gewünscht, weil die so günstig ist. Das heißt, die habe ich mitgebracht. Eine andere Freundin von mir hat was für Haare gesucht und diese Tabletten vom DM, die helfen bei mir persönlich richtig gut. Deswegen habe ich gedacht, bringe ich ihr das mit. Dann für meine Nachbarin habe ich einfach so ein Allround-Öl mal mitgebracht. Und für eine Freundin, die sehr gerne badet, habe ich einfach mal das Badesalz mitgebracht, weil sowas gibt es nämlich in Chile auch nicht, außer von Lush. Aber das ist halt trotzdem nochmal was anderes für dich hier. So, und jetzt zeige ich euch noch eben die Sachen, die ich mir mitgebracht habe von mir selber. Und das sind zum einen Hundesachen. Und zwar habe ich gesehen, dass wir noch diesen Silikonnapf hier hatten. Der hat einfach damals nicht mehr mit ins Gepäck gepasst und so einen kann man immer brauchen. Deswegen habe ich gedacht, bevor er vergammelt und irgendwann porös wird im Keller bei meinen Schwiegereltern, kann ich den genauso gut mit hierher nehmen. Außerdem auch für meinen Hund sein Waschbärschak. Sorry für den Ohrwurm. Das ist seine Schwimmweste, die wir ja immer benutzen, wenn wir mit ihm ins Wasser gehen. Also wir sind ja viel Stand-Up-Paddleboard gefahren in Deutschland mit ihm. Und hier in Chile nähern wir uns ja schon auch manchmal dem Wasser und da hüpft ja auch ganz gerne rein. Deswegen ist es nicht schlecht, vor allem wenn wir mal in den Süden fahren, in die Región de los Ríos oder los Lagos oder so, dass wir auch wieder eine Schwimmweste für ihn haben, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Also er kann schon schwimmen, aber wenn er jetzt zum Beispiel in so einem Fluss aus dem Boot, Kanu, was auch immer fallen würde, dann würde ich mich schon deutlich besser fühlen, er hätte eine Schwimmweste an. Und weil wir die eh schon hatten, habe ich die mitgebracht und weil sie auch einfach mega cute ist. Also es geht gar nicht anders. Eine Sache noch, und zwar der Autoanschnaller. Den hatten wir auch behalten und hier in Chile hatten wir keinen. Das war irgendwie ein bisschen doof. Wir wollten dann aber irgendwie auch keinen kaufen, weil wir dachten, ne, wir haben in Deutschland einen und so. Aber jetzt habe ich ihn mitgebracht und jetzt bin ich auch froh, dass wir hier nicht noch einen gekauft haben. Die Dinger sind hier nämlich auch teuer. Die sind in Deutschland, glaube ich, auch teuer. Ich glaube, in Deutschland kostet das auch 20 Euro. Deswegen hier auch und deswegen habe ich das auch einfach echt nicht eingesehen, das Geld nochmal auszugeben. Dann eine Sache aus meiner Kindheit. Ein Kuscheltier aus Namibia von ganz früher. Ja, das habe ich schon super, super lange und hatte ich nie irgendwie großartig irgendwo ausgestellt oder so. Aber vielleicht darf es jetzt in meinem Büro wohnen, dachte ich mir. Dann noch eine Gartensache. Meine Rosengabel, das so ziemlich einzige Gartenwerkzeug, was ich je wirklich hatte und benutzt habe, von der Firma Krumpholz. Habe ich sehr oft benutzt, sehr geliebt und ist halt super klein und handy und kann man halt super die Erde irgendwie auflockern und Sachen quasi raushebeln und so. Ich weiß gar nicht.
Das Ding heißt Rosengabel. Wahrscheinlich wird es eigentlich ganz anders benutzt bei Rosen, aber so benutze ich es und es hat mir immer sehr geholfen und ich habe mir das sehr oft gedacht, dass ich das gerne hätte und deswegen habe ich es mitgebracht. Dann bin ich im Keller noch über das hier gestoßen. Das ist von Kileo Outdoor, eine Thermoskanne, also nicht wirklich Thermos, ja doch, es ist schon eine Thermoskanne, aber mit einem Löffel hier oben. Habe ich beim Campen, als wir den Camper noch hatten, sehr gerne benutzt. Für mein Frühstück zum Beispiel. Also den Löffel kann man dann aufklappen und genau. Also man kann entweder Suppe, ich glaube eigentlich ist es konzipiert für Suppe, aber ich habe es immer sehr gerne benutzt für mein Frühstück. Und weil wir jetzt auch sehr gerne hier in die Berge fahren und so weiter und so fort, ist es halt richtig nice, weil man kann dann halt da sein Müsli reintun und dann morgens schüttet man einfach nur noch Milch drauf oder so. Und das passt. Ich meine, die Thermosfunktion bräuchte ich bei Frühstück nicht unbedingt, aber so ist es halt irgendwie auch direkt richtig verpackt. Und die letzten zwei Sachen, auch zwei Dinge, an die ich sehr oft gedacht hatte jetzt im chilenischen Winter. Und das eine ist mein Kaschmir-Schal, den ich schon seit so vielen Jahren habe. Der ist von, sag's mir, wie heißt die Firma? Jedenfalls ist es ein super duper weicher Kaschmir-Schal in Grau und den habe ich schmerzlich vermisst im Winter hier und ich bin froh, dass ich den jetzt habe. Ihr seht, ich bin gerade im T-Shirt, es ist gerade eine Wärmeperiode. Wir haben gerade 22 Grad, deswegen brauche ich gerade keinen Schal, aber es kommen auch wieder kältere Tage. Da steht's. Codello. Von der Marke Codello. Habe ich schon ewig und immer gern getragen. Und dann noch mein Stirnband. Ich hatte ja nur das Graue mitgenommen nach Chile und das habe ich ja leider verloren. Das habe ich vergessen in einer Bar und am nächsten Tag war es natürlich weg. Deswegen habe ich mir jetzt mein Beiges noch mit hierher gebracht und das muss ich jetzt hüten wie meinen Augapfel, denn das ist mein letztes. Mehr habe ich nicht. So Leute, das war ein super schönes, langes Video. Also wenn wir wirklich noch einen Haul von den gekauften Sachen machen wollen, dann geht es auf jeden Fall mindestens noch genauso lang. Vielleicht teile ich es auch nochmal durch zwei. Teil 1 DM, Teil 2 alles andere oder so. Also Schuhe, Kleidung und so weiter. Okay, also Leute, ich bin back. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag wieder. Da zeige ich euch dann die neue Küche. Ich gebe euch eine Küchentour. Ich zeige euch alles im Detail. Ich freue mich schon mega drauf. Also nicht vergessen vorbeizuschauen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch und bis Sonntag.